Guten Morgen, hallo. Es ist jetzt 7 Uhr hier in der V8 Lounge und heute ist ein besonderer Tag, weil es kommt ein neuer Container aus den USA mit Autos und ich habe mir gedacht, ich nehme euch mal mit und zeige euch, wie das Ganze so abläuft. So, dafür fahren wir jetzt zur Lagerhalle und das hat den Grund, die LKWs, die haben den Container hinten drauf geladen und wir wollen den Container an der Laderampe direkt entladen und deswegen fahren wir jetzt dahin. Ich habe mir gedacht, wir nehmen den Hauler. Auch wenn das Auto, was wir heute holen, da wahrscheinlich nicht ganz drauf passen wird. Aber die passende Kappe zum Fahren, die darf natürlich nicht fehlen. So, der LKW kommt jetzt. Das hier ist diese Laderampe, wo man den LKW dran fahren kann. Und jetzt wird erstmal die Plombe geöffnet. Weil der Container, der ist noch halt von Amerika verplombt. Dann gehen auch schon die Tore auf. So. Passt gerade so rein. Ist genau passend das Auto. Müssen wir mal schauen, wie wir das Auto da rauskriegen. Weil allzu viel Platz ist links und rechts nicht mehr. Das heißt, ich muss übers Dach klettern. So, als nächstes muss ich das Auto hinten losmachen. Aber hier an der Seite ist ein bisschen wenig Platz, deswegen müssen wir unter das Auto. Oder übers Auto. Die beiden Varianten gibt es. Ja, das könnte so klappen. Ich komme durch, ich komme zum Treiber. Das geht natürlich bei einer Corvette nicht so einfach.
So, schön gemütlich. Jetzt müssen wir nur noch die Seile durchschneiden. So, jetzt müssen wir nur noch ins Auto reinkommen. Wie auch immer wir das machen wollen. Um hier in das Riesenbaby reinzukommen, muss ich erstmal hier draufsteigen. Da müssen wir rein. Jetzt muss ich Spiegel was weg, genau. Vielleicht mehr Platz hast? Ja. Du kannst ja wieder reinziehen gleich. So schmal. Ja, noch wieder schlüssig. Hier der Behälter, der ist dafür da, dass da ist Salz drin, damit die Feuchtigkeit gebunden wird. Die Batterie ist schon angeklemmt, wunderbar. Dann schauen wir mal, was der so sagt. Eine Lenkradschaltung. Der Kollege hat eben schon mal die Batterie angeklemmt. Wenn wir Glück haben, startet der jetzt auch. Super! Jetzt müssen wir nur noch über die Rampen in die Halle kommen. So, eine erste Bestandsaufnahme. Auf jeden Fall ein ganz schöner Koffer. Enormen Radstand. So, einmal wieder Besen rein. Kann der Container wieder zurück in die USA. Einen kleinen Rundgang ums Auto. Und zwar ist das ein Ford F250 von 1983 als Doppelkabine mit Longbed und einigen Extras vom Vorbesitzer. Der Wagen hat die XLT-Ausstattung. Das ist die beste Ausstattung, die es bei dem F250 gibt. Zusätzlich hat der Vorbesitzer auch noch einige Gimmicks installiert. Unter anderem ist da eine CB-Funkanlage. Sieht da das Mikrofon, und wir haben hier im Tacho haben wir auch noch einige Optionen. Und zum einen haben wir ein großes Navi noch da drin. Wir haben da eine Digitalanzeige noch nachgerüstet, die auch über verschiedene Funktionen informiert. Und wir haben hier die Cobra CB Funkanlage. Wir haben die Allradgetriebe hier mit Untersetzung.
und natürlich aufgrund der Doppelkabine hinten die extra Sitzreihe und hier noch den Aufbau, der durch ein Fenster dann auch erreicht werden kann. Das kann man aufschieben. Ja, wie für die Amis typisch haben wir natürlich 2 große Becherhalter. Und dann würde ich doch mal sagen, fahren wir mal mit dem Wagen. Ja, der Wagen ist jetzt die ersten Meter hier auf deutschen bzw. europäischen Straßen unterwegs. Der fährt super. Der Wagen hat auch ordentlich Leistungsreserven, aber die braucht man eigentlich bei so einem Auto jetzt nicht austesten. Das ist eher ein Auto zum Cruisen bzw. als Lastenesel. Wir haben tolle Anzeigen hier auch im Cockpit. Das heißt, wir haben einmal ein GPS-Tacho noch mit integriert und wir haben auch eine Rückfahrkamera, weil das bei einer solchen Länge auch sehr praktisch sein kann. Ja, ein großes Auto ist natürlich auch durstig und deswegen füllen wir jetzt mal den Tank. Beziehungsweise die Tanks. Nachdem ich den kurzzeitigen Schock an der Tankstelle überwunden habe, bin ich jetzt wieder in meinem Showroom angelangt. Und hier kann man nochmal die Größenverhältnisse vergleichen von dem Fahrzeug, zum Beispiel im Vergleich zu der Harley. Es ist natürlich ein riesen Koffer und das macht ja auch den Reiz von diesem Auto aus. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Ausflug gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein bei der V8 Lounge. Bis dahin, ciao.